Wusstet ihr, dass von unserem Regisseur Mika nicht die ursprüngliche Idee war, eine Serie zu produzieren? Wenn nicht, dann bleibt unbedingt dran, denn hier kommen 10 Fakten über Dancing in the Shadow. Fakt 1. Zu Beginn der Storyentwicklung plante unser Regisseur nämlich eine Anthologiereihe. Das ist ein Sammelwerk aus inhaltlich unabhängigen Kurzgeschichten. Hierbei sollten 6 ganz unterschiedliche Figuren im Mittelpunkt stehen. Doch dann fiel auf, dass alle 6 etwas gemeinsam hatten, denn sie standen alle im Schatten der Gesellschaft und waren dort gefangen. So entstand dann unsere Geschichte über unsere 6 Hauptfiguren, nämlich Hera, Sarah, Alice Alex, Bruce, Andrew und Chris. Und? Bitte. Fakt 2. Doch für die Geschichte fehlte noch die eine Sache, die die Figuren zusammenführt: das Tanzen. Und so wurde aus dem Anthologiefilm eine Musical-Serie. Und zwar sogar die erste Deutschlands. Fakt 3. Dancing in the Shadow wird von einer Independent-Filmproduktion verwirklicht. Dabei arbeitet das Filmkollektiv vor Ort in Ilmenau und auch verteilt in anderen Ländern, wie zum Beispiel Spanien oder auch Österreich. Fakt 4. An der Produktion sind um die 115 Crewleute, SchauspielerInnen in 24 Rollen sowie 40 KünstlerInnen beteiligt. Ich freue mich einfach, dass ihr alle dabei seid, dass es einfach so ein geiler Drehtag heute war. Es hat alles geklappt und danke. Fakt 5. Die Produktion steht für Chancengleichheit. Deshalb haben wir sowohl bei der Crew als auch bei dem Cast nicht darauf geachtet, ob und welche Abschlüsse vorhanden sind. Denn das einzige Kriterium, was in unseren Augen zählt, ist, wie sehr man an sich selbst und an die Produktion glaubt. Fakt 6. Der Dreh der ersten 5 Folgen dauerte übrigens 5 Wochen. Seitdem befinden wir uns schon seit fast einem Jahr in der Postproduktion. Und insgesamt arbeitet das Team schon seit fast 4 Jahren an dem Projekt, denn die Idee dazu entstand schon 2018. Die Anfänge. So. Fakt 7. Uns ist es wichtig, allen den Zugang zur Serie zu ermöglichen. Deshalb produzieren wir sowohl englische Untertitel als auch Audiodeskription und Closed Caption, also die Untertitelung für Hörgeschädigte. Und? Danke! Fakt 8. Für die 5 Folgen entstanden 12 Songs, die auch auf allen gängigen Musikstreaming-Plattformen als Album erscheinen werden. Fakt 9. Wo wir schon bei Streaming sind: Dancing in the Shadow wird ab Winter 2022 als Video on Demand zur Verfügung stehen. Fakt 10. Übrigens sind die 5 Folgen mit Vorsicht zu genießen, denn es sind Pilotfolgen. Was heißt, dass noch viel mehr Drama, Musik und Tanz folgen werden. Und wer es nicht bis zum Online-Release erwarten kann: am 29. Oktober findet im Kulturhaus Gotha unsere große Premierengala statt. Weitere Infos zur Premiere und zum Ticketverkauf erhaltet ihr auf Instagram und auf unserer Website. Also dann, das waren 10 Fakten über Dancing in the Shadow, von denen ihr bestimmt noch nicht alle gewusst habt. Bis zum nächsten Mal!